Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal rund um den Škoda Enyaq. Mein Name ist Matthias und heute schauen wir uns einfach mal den Herbst- und Vorwinterverbrauch auf einer richtig schönen langen 150 Kilometer Teststrecke hier in der Schweiz an. Ich fahre über die Autobahn, über die Nationalstraße oder auch Landstraße und auch ein bisschen durch die Stadt. Und ja, ich lasse dazu auch noch die App Pump und das Škoda eigene Navigationssystem gegeneinander antreten, was die Restreichweite angeht und die Schätzung während der Fahrt, damit wir mal sehen, wie genau liegen die eigentlich oder wie ungenau liegen die. Hinzu kommt, dass ich auch noch schaue, wie sich so die Batterietemperatur bei so einer normalen Fahrt entwickelt, weil die Aussage steht ja von Škoda im Raum, dass das normale Fahren auf einer normal langen Strecke völlig ausreichend ist, dass die Batterie warm genug wird, um schnell zu laden. Und ja, das ein oder andere Thema fällt mir sicherlich dann noch unterwegs ein. Auf geht's! Übrigens, jetzt ist ein super Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast, damit du zukünftig keine Videos mehr vergisst. Und wenn dir am Ende von diesem Video genau dieses Video gefallen hat, dann lass doch auch gleich einen Daumen nach oben da. Und jetzt schauen wir uns als erstes mal das Setup an, mit dem wir diese Testfahrt machen werden. Ich habe bereits die Winterfinken montiert. Wie ihr sehen könnt, ist das ein Continental Winterkontakt T850P, 19 Zoll. Und die Felge übrigens, das ist die schwarze Crystal Original von Škoda. Die Winterreifen sind eine Saison alt, haben entsprechend noch gutes Profil und waren auch letzte Saison im Winter absolut zuverlässige Begleiter, auch bei richtig viel Schnee und Straßenglätte. Die Klimaanlage ist für den Fahrer auf 19 Grad eingeschaltet, für den Beifahrer auf Eco. Und das ist jetzt nicht dem Test geschuldet, sondern ich habe es gerne etwas kühler im Auto. Wir fahren die ganze Strecke im Fahrmodus normal. Und die Außentemperatur beträgt hier aktuell 12 Grad, während die Batterietemperatur, das könnt ihr hier sehen, 11,5 Grad beträgt. Der SOC liegt bei 83%. Und ich habe eine Reichweite von 343 Kilometern. Lasst euch jetzt nicht von dieser Außentemperatur täuschen, so 12 Grad ist ja noch richtig warm, selbst für den Herbst. Das ist es jetzt nur hier im Ort, wo ich stehe. Sobald wir gleich Richtung Graubünden, Richtung Davos fahren, in die Berge kommen, wird es garantiert deutlich kühler. Wir werden einstellige Temperaturbereiche erreichen. Und dementsprechend ist es von der Teststrecke her auch genau so gewählt, dass wir eben nicht bei fast noch sommerlichen Temperaturen unterwegs sind. Wo wir schon beim Thema Strecke sind, hier könnt ihr sie sehen, von zu Hause nach Davos über Thusis wieder nach Hause. Auf der Karte sieht das Ganze dann so aus, dass wir diesen wunderschönen Rundkurs fahren. Und ihr seht, das Navi im Škoda schätzt 158 Kilometer. Und wenn wir jetzt im Vergleich uns dazu hier auch nochmal Pump ansehen, die App, 158 Kilometer, 2 Stunden 27. Pump schätzt eine Ankunft mit 33%, kein Ladestopp nötig. Und ihr seht, auch Škoda hat keinen Ladestopp eingeplant. Und wenn wir jetzt mal hier oben auf die Details gehen, Škoda schätzt, dass ich mit 44% wieder zu Hause ankomme. Das heißt, die beiden gehen momentan 11% auseinander. Jetzt fahren wir die Strecke und schauen mal am Ende, was dabei rauskommt, wenn ich hier wirklich wieder vor der Türe stehe, und gucken uns natürlich auch unterwegs an, ob sie gewisse Korrekturen vornehmen oder nicht. Ich habe den Abstartzähler komplett zurückgesetzt, damit wir nachher hier auch den Verbrauch gemäß des Autos haben und die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und als letzte Info, gefahren wird die Strecke komplett von mir im Modus B. Ich bin in Davos, meinem ersten Zwischenziel, angekommen mit einem SOC von 58%. Und wie ihr sehen könnt, draußen sind es auch nur noch 1,5 Grad. In den Bergen wird es halt dann doch schnell kühl. Und wie ihr unterwegs ja vielleicht gesehen habt, ist es auch ordentlich verschneit. Das Škoda Navi hat übrigens für diesen ersten Zwischenstopp 64% SOC geschätzt, lag also 6% zu hoch. Und Pump hat 56% geschätzt, lag also 2% zu niedrig. Beide Ergebnisse nicht allzu schlecht,
wobei ich natürlich das von Pump etwas besser finde. Lieber habe ich eine Schätzung von 56% und komme mit 58% an, als eine Schätzung von 64% und komme mit 58% an. Aber auf der anderen Seite, der kleine Unterschied ist jetzt nicht wirklich gravierend. Gucken wir noch kurz auf den Car Scanner. Dann seht ihr, die Batterie hat jetzt 14 Grad, also von 11,5 hoch auf 14 Grad. Draußen jetzt 2 Grad, hier im Car Scanner. Auf dem Display sind es 1,5 Grad. Und da seht ihr schon, ich habe jetzt quasi keine 3 Grad Temperaturzuwachs gehabt, 2,5 Grad. Na, das ist nicht viel. Ich bin ein gutes Stück über die Autobahn gefahren. Ich bin hier hoch nach Davos. Also die Batterie jetzt warm zu bekommen, ist schon enorm schwierig. Aber die Strecke ist ja noch lange nicht zu Ende. Jetzt noch kurz einen Blick auf den aktuellen Stand hier. Ihr seht, ich bin jetzt gut eine Stunde unterwegs. 60 Kilometer meiner Strecke habe ich gefahren und einen Verbrauch von 29,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wo kommt das her? Nun, es liegt natürlich daran, dass ich unten vom Tal hoch nach Davos gefahren bin und wenn man bergauf fährt, verbraucht er natürlich mehr. Ich fahre die Strecke aber, weil es ja ein Rundkurs ist, auch wieder runter. Das heißt, da wird sich das wieder ausgleichen und genau das mache ich jetzt auch. Ich fahre weiter zu meinem nächsten Zwischenziel und dann schauen wir uns wieder die Werte an. Was das nächste Ziel angeht, hier übrigens die Schätzung. Der Škoda selber sagt, ich komme dort mit 44% an in Thusis, während Pump der Ansicht ist, dass ich Thusis mit 48% erreiche. Auf geht's, wir schauen, was nachher wirklich vorne als SOC stehen wird. Wo wir sowieso gerade hier so schön unterwegs sind, noch 2 Dinge in eigener Sache, die mir wichtig sind. Es wird jetzt ein bisschen Gelaber. Für die, die das nicht interessiert, einfach dieses Kapitel hier überspringen und dann geht's mit dem normalen Video weiter. Das erste, das ist die Menge an E-Mails, die ich von euch bekomme. Die Kommentare bei YouTube unter dem Video, die sind das eine. Da versuche ich ja auch, möglichst alle zu beantworten, aber ich schaffe es natürlich auch nicht. Die E-Mails, die ihr mir an speicher.elektrisiert@gmail.com schickt, die sind das andere. Und bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe, schätzt doch jetzt einfach mal so für dich, was glaubst du, wie viele E-Mails ich pro Woche bekomme? Ja, hast du eine Idee? Und dann löse ich das jetzt auf. Das sind je nach Woche 30 bis 50 E-Mails. Ja, richtig gehört. 30 bis 50 Mails. Und das erklärt dann vielleicht auch, wenn du jetzt zu denen gehörst, die mir ein E-Mail geschickt haben, aber keine Antwort bekommen haben, warum du keine bekommen hast. Ich schaff's einfach nicht. Das ist zu viel. Ich betreibe den Kanal ja nur in der Freizeit und da kann ich halt einfach dieses E-Mail-Pensum privat nicht mehr gehen. Zumal halt auch viele wirklich umfangreiche Anfragen kommen, die ausführlich beantwortet werden müssten. Ich schaff's einfach nicht. Nichtsdestotrotz, die meisten Mails, die beantworte ich. Und versuche natürlich auch auf eure Probleme und Bedürfnisse dabei einzugehen. Das kann mitunter auch mal einfach lange dauern. Also erwarte nicht, dass du auf dein Mail innerhalb von 1-2 Tagen eine Antwort bekommst. Manchmal brauche ich halt einfach 2 Wochen oder 3 Wochen, um zu antworten. Oder wenn du halt keine Antwort bekommst, dann sei mir bitte einfach nicht böse, weil es ist zu viel. Das andere Thema, was mir auch noch wichtig ist, das ist so ein bisschen die Beziehung Škoda und ich. Weil da kann man mitunter einen falschen Eindruck bekommen. Škoda macht sehr, sehr viel und versucht auch wirklich, mich zu vielen Events und Co. einzuladen. Dazu sei aber auch wieder gesagt, die meisten Events, die Škoda veranstaltet, die sind unter der Woche und mit meinem 100%-Job kann ich halt nicht einfach unter der Woche. Und deswegen bin ich bei vielen Sachen, obwohl sie mich einladen, nicht mit dabei. Das tut mir weh, weil ich sehr, sehr guten Content nicht produzieren kann, aber ich kann es nicht ändern. Ein Beispiel, die Vision 7S Weltpremiere in Prag. Ich war eingeladen, ich konnte nicht hin. Anderes Beispiel, es gab letztens einen Sustainability Workshop zu den Batterien, Thema Second Life und wie geht's weiter. Ich konnte nicht hin. Und das ist wirklich schade. Da kann man aber Škoda keinerlei Vorwürfe machen. Es geht einfach von mir aus nicht. In diesem Zusammenspiel Škoda und ich bin momentan oft der bremsende Faktor. So leid mir das tut und so blöd das Ganze eigentlich auch ist für mich. Mein zweites Zwischenziel Thusis habe ich jetzt erreicht und wie ihr sehen könnt, habe ich 53% SOC. Die Batterietemperatur beträgt 12,5 Grad, also gerade mal noch 1 Grad höher als beim Start. Und was bedeutet das konkret?
Diesmal haben sowohl Pump als auch das Škoda Navi ziemlich daneben gelegen. Ich habe 5% mehr SOC als Pump geschätzt hat. Wir erinnern uns, das waren 48%. Und ich habe sage und schreibe 9% mehr SOC als das Škoda Navi mit 44% geschätzt hat. Das heißt, entweder bin ich besonders sparsam gefahren oder aber die Navis, insbesondere das Škoda Navi, kann nicht wirklich mit Bergen umgehen. Auch noch eine wichtige Anmerkung an der Stelle, weil ich es eingangs vergessen habe. Wo irgend möglich fahre ich mit dem Travel Assist. Das heißt, das Auto entscheidet selbst, beschleunigen, bremsen, vor Kurven langsamer werden, danach wieder schneller werden und so weiter. Ich greife beim Travel Assist nur dann ein, wenn es notwendig ist, weil er einfach Fehlentscheidungen trifft. Das übrigens ist auch gar nicht schlimm. Es ist ja nur ein Assistenzsystem und kein autonomes Fahren. Jetzt geht es zurück zum Ausgangsort und das bedeutet vor allem nochmal eine ordentliche Strecke Autobahn fahren. Denn wenn wir jetzt einen Blick auf den Verbrauch hier werfen, dann werdet ihr sehen, der ist gar nicht allzu schlecht. 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, aber wir sind ja auch nur 52 Stundenkilometer im Durchschnitt gefahren. Das liegt natürlich an der Bergstraße, an den Pässen. Auch wenn 80 erlaubt ist, geht das oftmals nicht. Gleich sehen die Zahlen garantiert wieder ein bisschen anders aus und wir sehen uns dann am Ende der Route wieder. Nicht ganz so schnell, bevor es weitergeht, noch ein kurzer Blick auf die aktuellen Schätzungen. Pump ist jetzt bei 35%. Wir erinnern uns, initial war Pump bei 33%, also 2 jetzt höher. Und der Škoda sagt 40%. Da waren wir ja initial bei 44%. Also, während Pump der Ansicht ist, dass ich ein bisschen mehr in der Batterie haben werde, wenn ich ankomme, ist Škoda jetzt der Ansicht, dass ich ein bisschen weniger als initial geschätzt in der Batterie habe. Jetzt geht es aber wirklich weiter und dann haben wir das Ergebnis. Zurück von diesem Rundtrip von knapp 160 Kilometern und wir haben einen SOC von 38%. Die Batterietemperatur beträgt 12,5 Grad, ist also nur 1 Grad höher, als sie war, als wir losgefahren sind. Draußen sind es 9 Grad. Beide Navi-Systeme, sowohl Pump als auch Škoda selbst, haben nicht den exakten SOC getroffen. Initial hat Pump ja gesagt 33%. Wir haben 5% mehr in der Batterie. Also Pump hat eher etwas pessimistisch geschätzt. Škoda hingegen hat 44% geschätzt. 6% zu viel, also eher etwas optimistisch. Die 44% hatte ich übrigens 19 Kilometer vor dem Ziel. In Summe haben aber beide ziemlich gut gelegen. Der eine 5% zu niedrig, der andere 6% zu hoch. Die korrigierte letzte Schätzung war ja von Škoda dann 40%, 38%, gerade mal 2% daneben. Gar nicht so schlecht. Und die Schätzung von Pump war 35 zu 38, auch nicht schlecht. Ich weiß, einige von euch werden jetzt sagen, aber hey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum trifft weder das eine noch das andere Navigationssystem genau den SOC? Das wird wahrscheinlich so in der Form nie möglich sein. Das hat einfach zu viele Einflussgrößen. Denn der Stromverbrauch, der ist nicht konstant und von daher werden immer kleine Veränderungen drin sein. Ja, ihr fahrt mal schneller, ihr fahrt mal langsamer, ihr rekuperiert mal mehr, mal weniger. Da sind so viele Faktoren, Temperatur der Batterie und. Das wird nie genau sein. Muss es aber auch gar nicht. Wichtig ist, dass sowohl Škoda Navigationssystem als auch Pump gute Werte geliefert haben. Und noch wichtiger für die, die Pump nicht benutzen, weil es ja nur auf iOS verfügbar ist. Das Škoda Navigationssystem hat am Ende einen guten Wert abgeliefert. Der initiale Wert, 44%, war halt einfach 6% zu hoch. Aber wirklich dramatisch zu hoch war selbst das nicht. Und das heißt für mich aber auch im Umkehrschluss, scheinbar berücksichtigt das Navigationssystem schon so ein bisschen bergauf und bergab. Oder die Rekuperation war so gut, dass es halt doch ausgeglichen wurde irgendwo, was ich bergauf verbraucht habe. Das weiß ich natürlich nicht genau. Letzthin aber sagt mir das vor allem, ja, mit dem Škoda Navigationssystem kann man auch solche Fahrten machen. Da es aber in diesem Video hauptsächlich auch um den Verbrauch während der Herbstzeit und auch ein bisschen im Winter ging, kommen wir jetzt erstmal direkt zu den Verbrauchswerten, bevor ich die noch mehr verfälsche, dadurch, dass ich jetzt einfach stehe. Und hier habt ihr einfach die Zahlen. 159 Kilometer Strecke, 58 Kilometer Durchschnittsgeschwindigkeit und 19,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer.
Klar, das ist jetzt keine super Durchschnittsgeschwindigkeit. Das liegt natürlich auch daran, dass ich nicht nur Autobahn gefahren bin, sondern einen gesunden Mix aus Autobahn mit 120, Nationalstraße mit 80 bis 100. In Thusis das große Stück, das hat halt 100. Und natürlich auch durch die Stadt, Davos, Thusis und weitere, wo ich dann halt 50 oder teilweise 30 gefahren bin. Also ein gesunder Mix aus allem. 19,7 ist da gar nicht schlecht. Da sieht man vor allem mal, dass die Temperatur so irgendwo zwischen 0 bis 12 Grad hin und her geschwankt hat. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, zumal ich ja auch nicht einfach nur Autobahn fahre. Wenn ihr Autobahnverbräuche, also pure Autobahnverbräuche haben wollt, das habe ich hier auf dem Channel bisher so noch nicht gemacht, weil das ist in der Schweiz auch schwierig. Aber solche Mixed-Touren, die sind für mich viel ausschlaggebender, viel realistischer, weil meistens fährt man eben nicht nur Autobahn. Und das kann sich sehen lassen. Ich hätte mit mehr gerechnet. Ich hätte da irgendwas um 23, 24 erwartet. Nichtsdestotrotz, der Wert ist jetzt auch nicht besonders niedrig, aber wir haben auch nicht mehr Sommer. Diesen Rundkurs, den wir heute gefahren sind, den merke ich mir auf jeden Fall, weil A ist der landschaftlich schön und B ist der auch fahrtechnisch toll. Den werden wir im tiefsten Winter nochmal machen, wenn es richtig kalt ist. Werden wir natürlich auch im Frühling und auch im Sommer machen. Und dann wird das Ganze eine runde Geschichte. Das alles hier demnächst auf diesem Kanal. Was heißt demnächst? Naja, wenn es soweit ist in der Jahreszeit. Bis dahin schau dir doch einfach hier mal noch die anderen Videos an. Und du wirst hier zu fast allen Themen irgendetwas finden. Zum Beispiel auch zu dem Problem, dass der Akku jetzt trotzdem nur 12,5 Grad hat. Wenn ihr damit jetzt an den Schnelllader fahren würdet, ja, dann wird da nicht viel rauskommen. Da kommt ihr nicht über 100 kW. Also, Methode blöd gilt nach wie vor. Video verlinke ich euch nochmal hier oben. Stöbert einfach noch weiter auf dem Kanal, wenn ihr noch nicht alle Videos kennt. Schreibt mir auch bitte unten in die Kommentare, was sind so eure Verbräuche aktuell. Aber erwähnt dabei bitte auch mal so ein bisschen die Durchschnittsgeschwindigkeit und die Bedingungen, weil der Verbrauch allein ist nicht aussagekräftig. Schreibt mir auch in die Kommentare, was ihr noch auf dem Kanal sehen wollt, was ich besser machen kann. Alles ist willkommen, einfach fleißig kommentieren und ich versuche natürlich auch auf die Kommentare zu antworten. Lesen werde ich auf jeden Fall wie immer alle. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Nicht vergessen, bis dahin auch abonnieren, das Video liken, wenn es dir gefallen hat. Naja, und bleib energiegeladen.